Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Ich habe ja schon sehr lange an meiner Hochelfenarmee gemalt, beziehungsweise an der Hochelfenarmee, die mir ein Freund geschenkt hat, und heute wird der General bemalt. Damit wird auch das Projekt Armeeaufbau mal anders fürs Erste beendet werden, denn es ist nichts mehr zum Anmalen da von dieser Armee. Allerdings habe ich auch schon eine Idee, wie es weitergehen soll, die verrate ich jetzt aber noch nicht. Hier jetzt erstmal viel Spaß mit der letzten Geschichte zu Armeeaufbau mal anders. Kirantalas blickte ins Feuer. Als Heerführer gehörte er zu den wenigen, die den Luxus eines eigenen Quartiers in ihrem völlig überfüllten Versteck genießen konnten. Er dachte nach, während er den Schleifstein über die Klinge seines Schwertes gleiten ließ. Das Geräusch hatte etwas Beruhigendes. Er wusste, dass die Klinge nicht geschärft werden musste. Sie war scharf. Aber die gleichmäßigen Bewegungen und Geräusche halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen. Ihre Streitmacht war seit der verlorenen Schlacht vor Monaten immer weiter angewachsen. Als erstes hatte sich ihnen eine Gruppe Schwertmeister angeschlossen, dann Bogenschützen, Silberhelme und sogar eine kleine Abteilung der Weißen Löwen. Aber auch andere Versprengte hatten sie gefunden. Kämpfer aus den Bürgermilizen, die einzeln oder in kleinen Gruppen versucht hatten, die Berge in die inneren Königreiche zu überqueren. Schnell war ihr Versteck zu voll geworden, und so hatte er befohlen, die Streitmacht auf verschiedene Lager aufzuteilen. Es war bereits Spätsommer gewesen, als Eldrod mit seiner Streitmacht zu ihnen gestoßen war. Damit war ihre Anzahl so sprunghaft angestiegen, dass aus ihnen eine kleine Armee geworden war. Kirantalas wollte sich nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn alle Krieger nicht so diszipliniert wären. Menschen hätten vermutlich nach wenigen Tagen damit begonnen, sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Die Asur waren anders. Dafür dankte er den Göttern. Die Krieger ertrugen es zum Teil nun seit Monaten, in den Höhlen auf engstem Raum zusammenzuleben, ohne sich auch nur darüber zu beschweren. Trotzdem wusste er, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis die Disziplin zu bröckeln beginnen würde. Also musste er handeln. In mehr als einem Kriegsrat hatten sie Pläne besprochen, ob und wie sie ihre Strategie erweitern sollten. Bisher hatten sie sich auf eine Taktik der Nadelstiche verlegt. Sie hatten Versorgungszüge überfallen, Patrouillen in Hinterhalte gelockt und mehr als einmal Sklaven befreit. Vor allem Menschen, sogar einige der kleineren Echsenmenschen, die man Skinks nannte, und ein paar wenige Elfen. Die Elfen hatten sich fast ausnahmslos ihrer Streitmacht angeschlossen. Die Menschen hatten sie weiter nach Osten geleitet, sobald sie genug zu Kräften gekommen waren. Sie würden einen langen Weg nach Hause haben, da sie nicht in die inneren Königreiche eingelassen werden würden. In Lothern würden sie den dort geduldeten Händlern und Seefahrern übergeben werden und von dort irgendwie in ihre Heimat zurückgelangen. Trotz der ungewissen Zukunft waren alle froh gewesen, den Druchii entkommen zu sein. Die Skinks hatten ihm und seinen Befehlshabern zu verstehen gegeben, dass sie in der aufziehenden Kälte des Herbst und Winter nicht würden reisen können. Jetzt waren sie in einer totenähnlichen Starre in einer der tieferen Höhlen untergebracht. Wenn nur alle Fragen so einfach zu lösen wären. Das Geräusch des Schleifsteins schnitt durch die Stille. Sanft glitt er über das Itilmar der Klinge. Wieder spielte Kirantalas im Kopf ihre Möglichkeiten durch. Für eine offene Feldschlacht war ihre Streitmacht noch nicht groß genug. Nun, jedenfalls nicht, um es mit einer ganzen Armee aufnehmen zu können. Einem stärkeren Gegner mussten sie das Feld überlassen, so beschämend es auch war. Ihre Aufgabe bestand darin, die Dunkelelfen in Atem zu halten, so dass sie immer den Dorn in ihrer Seite spüren würden. Trotzdem, und da war sich Kirantalas sicher, würden sie früher oder später zu einem größeren Gefecht gezwungen werden. Ihre Feinde konnten es sich erlauben, Fehler zu machen. Er, Eldrod und die anderen Kommandanten konnten sich nicht einen erlauben. Jeder tote Kämpfer war für sie ein viel schwerwiegenderer Verlust als für die Druchii. Diese bekamen Nachschub und frische Truppen aus Naggaroth, die von Andek, das wieder befestigt worden war, auf die vorrückenden Armeen verteilt wurden. 2 von 3 Torwegfestungen durch das Anuli-Gebirge wurden bereits belagert und auch von der dritten waren die Feinde nicht mehr weit entfernt. Vor dem Frühjahr würden keine Armeen aus den inneren Königreichen in Naggaroth ankommen und bis es soweit war, würden sie durchhalten. Das taten sie immer. Es stand völlig außer Frage, ihre Heimat aufzugeben, wie wenig davon noch übrig war. Kirantalas überlegte, was sie tun konnten, außer dem Feind Nadelstiche zu versetzen. Wieder durchlief er in Gedanken die Pläne für den Angriff auf ein größeres Lager ihrer Feinde. Das Risiko war groß, aber wenn alle gut zusammenarbeiten, konnte es funktionieren. Sie würden sich in der Nacht anschleichen, zu einer anderen Zeit wäre es ohnehin nicht möglich, und sie brauchten eine mondlose Nacht. Die Palisaden stellten ein Problem dar, aber ein fähiger Mann konnte sie überwinden und den anderen ein Tor öffnen. Sie würden die Wache ausschalten, über den Wall klettern und die Zelte in Brand setzen. Am besten Vorratszelte. Die gewachsenen Zeltbahnen brannten ohnehin sehr gut. Aber zwischen Vorräten fand sich immer etwas leicht Brennbares. Öl, Kerzen, starker Alkohol. War erst einmal genug Verwirrung gestiftet, konnten sie das Lager einfach einnehmen. Soweit klang alles sehr einfach, aber dazu mussten sie erst wissen, wo die Vorratszelte standen. Sobald sie das wussten, stellten sich andere Fragen. Waren dort zusätzliche Wachen? Wo waren brennbare Vorräte gelagert? Es nutzte nichts, Wein- und Wasserfässer in Brand zu setzen. Gab es dort auch Sklaven?
Aber bevor er sich diese Fragen stellen konnte, mussten sie erst jemanden in das Lager einschleusen, was an sich kein größeres Problem darstellen sollte. Ein Elf war ein Elf. An Äußerlichkeiten ließen sich die Asur und Truchi kaum unterscheiden, sobald sie in der Kleidung des jeweils anderen steckten. Ein Angriff, der nur dazu diente, einen Agenten einzuschleusen, war auch kein Problem. Sie würden einen der vielen Wagenzüge angreifen und einer würde verkleidet als Truchi zurückbleiben. Rüstungen hatten sie genug und Blut ließ sich aus Kleidung herauswaschen. Für diese Aufgabe brauchten sie einen erfahrenen Mann. Er musste wissen, wie er sich in der Gesellschaft der Truchi bewegen musste und im Zweifelsfall dürfte er auch vor Grausamkeiten nicht zurückschrecken. Die meisten Krieger, die sich ihnen angeschlossen hatten, passten nicht in diese Rolle. Sie waren zwar entschlossen, wären aber nie im Leben bereit gewesen, an den sinnlosen Gewalttaten ihrer dunklen Vetter teilzunehmen, und wenn es auch nur bedeutete, daneben zu stehen. Nein, dafür musste Kirantalas einen seiner Schattenkrieger wählen. Die Frage war nur, welchen? Sie waren alle bereit, bis zum Äußersten zu gehen, aber für diese Aufgabe brauchte er jemanden, der noch weniger Skrupel hatte als alle anderen. Langsam glitt der Schleifstein über die Klinge. Dann legte er ihn weg und blickte die Klinge entlang. Sie war gerade und keine Scharte zu sehen. Kirantalas griff nach dem Lappen, der neben ihm lag, goss etwas Öl darauf und begann die Waffe zu polieren. Keadan wäre der geeignetste unter seinen Leuten, dachte er. Er war kaltblütig genug und hatte, was Truchi betraf, praktisch keine Skrupel. Er hatte sein gesamtes Leben im Krieg verbracht, was ihn in einer Form gefühllos gemacht und abgehärtet hatte, dass er nicht auffallen würde. Ja, dachte Kirantalas, er wäre der richtige Mann für diese Aufgabe. Normalerweise würde er 2 Männer entsenden, aber das wäre vielleicht zu auffällig. Nein, einer musste reichen. Sobald Keadan Verwirrung gestiftet und das Tor geöffnet hatte, würde die Infanterie das Lager stürmen, um das Durcheinander auszunutzen. Die Kavallerie würde als Reserve den Rückzug decken. Taranas Silberhelme und Eldrods Ritter stellten zwar eine große Schlagkraft dar, aber in einem Lager mit Zelten waren sie nicht viel wert. Zu groß war die Gefahr, dass die Pferde über Leinen stolperten und sich die Beine brachen. Der Kampf erforderte Infanterie und keine Reiterei. Er schob das Schwert in die Scheide. Es war Zeit, mit den anderen über den Plan zu sprechen. Kirantalas stand auf und ging auf den Ausgang der Höhle zu, als der Vorhang, der die Höhle gegen den Gang abschirmte, zurückgezogen wurde. Eine Gestalt kam herein und zog den Vorhang wieder zu. Er blieb stehen. »Was gibt es?« fragte Kirantalas. »Mein Name ist Conlan, Herr.« Das Gesicht wirkte eingefallen, die Haare waren zurückgebunden. »Ihr gehört zu denen, die wir vor ein paar Wochen befreit haben, nicht wahr?« Der andere nickte. »Dafür wollte ich euch danken, Herr. Jetzt, nachdem ich wieder zu Kräften gekommen bin, wollte ich euch meiner Treue versichern.« Kirantalas nickte. Niemand hatte das Schicksal eines Sklaven der Truchi verdient. »Woher stammt ihr, mein Freund?« fragte er. »Meine Familie stammt aus Kotik, Herr.« »Weit weg von zu Hause?« »Ja, Herr, aber als Seefahrer ist man das gewöhnt. Aber ich freue mich sehr, meine Heimat wiederzusehen.« Das war nur allzu verständlich, dachte Kirantalas. »Wann seid ihr in Gefangenschaft geraten? Und wo?« »Das Handelsschiff, auf dem ich fuhr, wurde auf dem Weg nach Arnhem aufgebracht. Die Korsaren erschlugen fast die gesamte Mannschaft. Dann plünderten sie die Ladung und brachten uns in ihren Laderaum. Wir wurden angekettet und für Wochen dort unten eingesperrt. Mehr als die Hälfte aller Sklaven starb, aber es kamen ständig neue. Die Toten mussten wir an Deck tragen und warfen sie ins Meer. Ein paar versuchten über Bord zu springen und so zu entkommen. Sie kamen nicht weit. Kirantalas wusste, dass den Schiffen der Truchi alle möglichen Raubtiere folgten, von denen Haie nur die kleinsten waren. Die Korsaren lachten immer, wenn es einer versuchte. Einmal war ich an Deck, als ein Mensch versuchte zu entkommen. Er glaubte kurz, er sei unbeobachtet und sprang trotz seiner Fußketten ins Wasser. Die Truchi stellten sich an die Reling und begannen Wetten abzuschließen, wie lange er am Leben blieb. Erst sah man ein paar Rückenflossen durch das Wasser schneiden, aber sie verschwanden sehr schnell, als der Rückenkamm eines Seedrachens auftauchte. Er packte den Mann, riss ihn in 2 Stücke und verschlang sie. Das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich wurde als Strafe, weil ich den Menschen nicht abgehalten hatte, ausgepeitscht. Conlan verstummte und blickte zu Boden. »Kommt wieder zu Kräften und wenn ihr es wünscht, dann könnt ihr euch uns gerne anschließen«, sagte Kirantalas. »Vielen Dank, Herr. Das werde ich.« Für Kirantalas war das Gespräch beendet, doch Conlan blieb weiter in seinem Weg stehen, als würde er auf etwas warten. »Gibt es sonst noch etwas?« fragte er. »Ich soll euch eine Botschaft überbringen.« Er griff in den Ärmel seines Gewandes und stach dann blitzschnell mit einem Dolch zu. Kirantalas riss sein Schwert hoch und der Dolch glitt an der Scheide ab. Dann glitt sein Schwert aus der Scheide. »Mein Herr entbietet euch seine Größe und dankt euch für die Ablenkung. Aber sie ist jetzt nicht mehr nötig.« Plötzlich wirkte Conlans Gesicht nicht mehr so eingefallen und auch der schleppende Gang und das schwere Sprechen waren verschwunden. Stattdessen bewegte er sich nun mit der Schnelligkeit und Eleganz eines Tänzers. Der Dolch stieß aus immer anderen Richtungen zu und Conlan blieb stets so dicht an Kirantalas, dass dieser den Vorteil der größeren Reichweite seines Schwertes nicht nutzen konnte. Er wich aus, parierte einen Angriff, sprang nach hinten und schlug mit dem Schwert zu. Klirrend fing Conlan die Klinge mit dem Dolch ab und versuchte wieder dichter an Kirantalas heranzukommen, der weiter zurückwich.
Er wusste, lange konnte er das Spiel nicht aufrechterhalten. Irgendwann würde er auf eine Wand treffen. Mit seinem nächsten Angriff machte er einen Schritt zur Seite und verschaffte sich so wieder etwas mehr Spielraum. Der Dolch zischte wieder heran und er schlug ihn zur Seite, nur um sich plötzlich einen zweiten gegenüber zu sehen, der in der anderen Hand seines Gegners aufgetaucht war. Der Kampf wurde noch schneller. Die Klingen trafen mit immer höherer Geschwindigkeit aufeinander und Kilrantalas Spielraum wurde wieder kleiner. Plötzlich spürte er einen scharfen Schmerz im linken Arm. Der Assassine grinste ihm höhnisch an. »Ich würde ja sagen, es ist schnell vorbei. Aber mein Herr hat gesagt, ich soll mir Zeit lassen.« Die Stimme troff vor Hohn und Spott. Kilrantalas schwang herum, aber sein Schlag ging ins Leere. Eine Klinge bohrte sich in sein Bein und er fiel auf die Knie. Er fühlte, wie eine Klinge an sein Gesicht angesetzt wurde und hörte eine Stimme von weitem. »Ich brauche noch einen Beweis für den Erfolg meiner Mission. Keine Sorge, ihr werdet alles spüren und dann sterben.« Er spürte, wie das Messer in sein Fleisch gedrückt wurde, dann verschwand der Druck ganz plötzlich. Conlan schrie auf. Der Schrei brach unvermittelt ab, gefolgt vom Geräusch reißenden Fleisches. Ein tiefes Grollen ertönte und in Kilrantalas Blickfeld erschien eine weiße Masse, aus der ihn zwei gelbe Augen ansahen. »Du hast dir Zeit gelassen, alter Freund«, brachte Kilrantalas mühsam hervor. Wieder kam ein tiefes Grollen. Dann spürte er, wie eine Zunge über sein Gesicht fuhr. Kilrantalas mobilisierte noch einmal seine Kräfte und griff in die Mähne des Löwen. »Bring mich zu den Heilern, dann rechnen wir mit den Bruchi ab.« Mühsam zog er sich auf den Rücken des großen Tieres und schwor sich, dass dies nie wieder passieren würde. Das war der letzte Teil der Reihe Armeeaufbau mal anders. Als nächstes werde ich mich den Zwergen widmen, aber es stehen auch noch andere Armeen zur Auswahl. Tiermenschen, Chaoskrieger, Dunkelelfen und Orks und Goblins. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen würde, und dann werde ich das entsprechend in das Programm einfließen lassen. Natürlich hoffe ich wie immer, dass euch dieses Video hier gefallen hat, und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.